Hallöchen ihr Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Anleitung von mir für euch. Wie gewünscht wird es diesmal wieder um eine Häkeljacke gehen und hier habe ich mir für euch ein schönes Bubble-Muster ausgedacht. Ich gehe wie immer von Größe M, ca. 100 cm Brustumfang aus. Die Jacke wird kurz gehäkelt, ihr könnt sie natürlich länger häkeln, dann allerdings passt auf, ob eure Hüften nicht breiter sind als euer Brustumfang. Wenn ihr allerdings die Anleitung so nacharbeitet, wie ich es jetzt hier mache, wird es nicht über die Hüften gehen, also benötigt ihr den Brustumfang plus 10 cm. Für Größe M gehe ich wie immer von 100 cm aus, plus 10 sind 110, durch 2 sind 55 cm fürs Rückteil und 55 cm fürs Vorderteil. Diese Maße benötigt ihr allerdings erst später, wenn es um die Aufteilung Rücken- und Vorderteile sowie die Ärmelaussparungen geht. Wir werden jetzt als nächstes zuallererst eine Luftmaschenkette anschlagen. Dann geht aber bitte eine halbe bis ganze Nadelstärke höher als die Nadel, die ihr gerade nehmt. Ich werde ja hier mit einer 4,5er häkeln. Dann nehmt eine 5er als Beispiel. Allerdings fange ich mit einem direkten Anschlag an und zwar mit halben Stäbchen. Also wer die Luftmaschenkette häkelt, der häkelt jetzt erst einmal auf seine Maße eine Luftmaschenkette. In diesem Fall hier wären es auf 110 cm und häkelt danach nochmal mit halben Stäbchen zurück. Wer allerdings mit mir die direkte Kette anschlagen will, der bleibt jetzt dran. Am Ende eurer Kette, die ihr angeschlagen habt, um auf eure Maße zu kommen, muss die Maschenanzahl teilbar durch 3 sein. Zu Beginn, damit ihr jetzt nicht irritiert seid, geht es darum, dass wir ein Rechteck häkeln. Dazu könnt ihr auch schon, wenn ihr möchtet, die Maße nehmen von unterm Arm herunter, wie lang eure Jacke werden soll. Bei Größe M werde ich nur 40 cm herunter häkeln. Und wie gesagt, die Gesamtfläche muss 110 betragen. Das müsst ihr euch dann so vorstellen. Wir werden erst einmal ein ziemlich langes Rechteck mit der Maße 110 x 40 häkeln. Oder ihr in eurer Maße Länge mal Breite bzw. Höhe. Und das ist dann erstmal der ganze Spuk. So, und nun kommen wir zum Muster. Bis gleich. Das mega lange Rechteck nicht in die Kamera kriege, zeige ich euch das Muster auf einem kleinen Stück. Wie gerade erwähnt, wenn ihr eine Luftmaschenkette anschlagt, geht bitte eine halbe bis ganze Nadelstärke höher. Ansonsten könnt ihr direkt auf der Nadel bleiben, mit der ihr häkeln möchtet. Ich beginne mit 2 Luftmaschen, mache einen Umschlag und gehe in die erste Masche zurück. Dann hole ich den Faden durch und ziehe alle 3 Laschen auf gleiche Höhe. Dies ist wichtig, damit die Kette schön elastisch bleibt. Danach gehe ich durch eine Schlaufe hindurch, das ist der Boden für das halbe Stäbchen. Und danach hole ich den Faden nochmal und gehe durch alle 3 Schlaufen durch für ein halbes Stäbchen. Und so haben wir die erste Masche fertig. Jetzt hat sich hier unten auch eine Masche gebildet, also sowohl hier oben als auch unten sind beide Seiten gleich. Faden holen, in die gebildete Masche einstechen, durchziehen, alle 3 Laschen wieder auf gleiche Höhe, durch eine Schlaufe und dann durch 3. Ein Umschlag, nächste gebildete Masche, Faden holen, alle 3 Laschen auf gleiche Höhe, durch eine für den Boden und durch 3 fürs halbe Stäbchen. Ein Umschlag, nächste gebildete Masche, Faden durchziehen, alle 3 Laschen auf gleiche Höhe, durch eine und durch 3.
Und so häkelt ihr jetzt erst einmal eure Kette. Nachdem ihr eure erste Reihe mit halben Stäbchen gehäkelt habt, kommen wir nun zur zweiten Reihe und zum eigentlichen Muster. Wir beginnen mit 2 Luftmaschen und drehen das Ganze. Das Muster wird wie folgt sein. Ihr benötigt immer 3 Maschen, deswegen teilbar durch 3. Wir lassen immer ein halbes Stäbchen normal gehäkelt. Eine Masche ist dann für so ein Bubble. Danach kommt wieder ein halbes Stäbchen. Danach kommen wieder 3 halbe Stäbchen in die nächsten 3 Maschen. Und die nächsten 3 Maschen danach sind wieder ein halbes Stäbchen, ein Bubble, ein halbes Stäbchen. Und die darauf folgenden 3 Maschen sind dann wieder nur halbe Stäbchen. So teilt sich das auf. Wenn ihr allerdings von Bubble zu Bubble geht, sind es dann 5 halbe Stäbchen. Daher ist es leichter, sich zu merken, immer diese Dreiergrüppchen zu sehen. Also ich beginne jetzt hier einfach mal mit dem Bubble, indem ich ein halbes Stäbchen häkle. Anfänger setzen sich hier am besten einen Maschenmarkierer, denn die Masche verdreht sich auch gerne. Und nun kommt das etwas kompliziertere. Einen Umschlag in die Masche einstechen, Faden holen, hochziehen. Einen Umschlag einstechen, Faden holen, hochziehen. Einen Umschlag einstechen, Faden holen, hochziehen. Das war jetzt 3 Mal und insgesamt braucht ihr 8 Mal. 4, 5, 6, 7 und 8. Am leichtesten geht es, wenn ihr jetzt den Daumen hier drauf haltet und einmal so ein bisschen wackelt. Dann könnt ihr nämlich den Faden holen und problemlos komplett durchziehen. Einen Umschlag und danach in die nächste Masche schließen. Als nächstes folgen 3 halbe Stäbchen. In die nächsten 3 Maschen. Als nächstes kommt wieder die Gruppe mit dem Bubble. Dazu ein halbes Stäbchen. Somit haben wir dann von Bubble zum nächsten Bubble 5 halbe Stäbchen. Und jetzt geht es wieder los mit 8 Mal einen Umschlag, Faden holen, hochziehen. Einen Umschlag, Faden holen, hochziehen. Einen Umschlag, Faden holen, hochziehen. Und noch 5 Mal. Dann wieder etwas wackeln. Und den Faden durchziehen. Und mit einem halben Stäbchen schließen. Zum Schluss nochmal 3 halbe Stäbchen. Und fertig ist Reihe 2. Für Reihe 3 werden wir wieder eine ganze Reihe mit halben Stäbchen arbeiten. Dazu 2 Wendeluftmaschen und alles mit halben Stäbchen häkeln. Warum mache ich meine Zwischenreihe mit halben Stäbchen? Weil die Bubble alle in eine Richtung zeigen sollen. Würde ich jetzt hier auch wieder Bubble machen, würden die in die andere Richtung zeigen. Das ist vielleicht gut für, sage ich mal, einen Loop oder einen Schal, 2 Richtungen zu haben, aber für die Jacke ist die eine Richtung besser. Daher eine Zwischenreihe mit halben Stäbchen. Auch schön darauf achten, dass ihr alle Maschen erwischt
Die bei den Bubble kann auch mal etwas kleiner ausfallen oder sich nach hinten verdrehen. So wie hier, das gibt so ein Stück nach hinten. Und das war Reihe 3. Hier beginnen wir auch wieder mit 2 Wendeluftmaschen und beginnen jetzt hier die Bubble zu versetzen. Wir beginnen also hier mit 3 halben Stäbchen, da wir hier den Bubble haben, und setzen den nächsten dann zwischen diese beiden, ungefähr hier hin. Und hier wäre es dann am Ende. Wir beginnen also wieder mit 3 halben Stäbchen. Hier die nächste Gruppe, ein halbes Stäbchen und ein Bubble mit 8 Mal einen Umschlag, Faden holen, hochziehen, einen Umschlag, Faden holen, hochziehen, einen Umschlag, Faden holen, hochziehen und nochmal 3, 4. Und mit einem halben Stäbchen wieder schließen. Wieder 3 halbe Stäbchen. Und hier dann den Bubble. Und am Ende mit einem halben Stäbchen beenden. So, und das war auch das ganze Muster. Und das macht ihr jetzt halt auf diese große Fläche. Immer diese versetzten Bubbles, ganz einfach. Immer 3 halbe Stäbchen oder die Gruppe aus einem halben Stäbchen, ein Bubble, einem halben Stäbchen. Dann eine Reihe halbe Stäbchen drüber und in der nächsten Reihe die Bubble einfach versetzen. Dadurch, dass ihr immer 3, 3, 3, 3 habt, könnt ihr halt die Maschen so mitzählen und euch aufteilen. Und könnt auch nicht durcheinander kommen. Und wie das Ganze aussieht auf einer Fläche 110 x 40, das zeige ich euch, sobald ich soweit bin. Viel Spaß beim Häkeln und wir sehen uns später. Bis gleich. Nach 38 Reihen in der Höhe gehäkelt, 1,10 Meter x 40, sieht die Fläche so aus. Wie ihr bereits seht, habe ich hier links rechts bereits die Marker gesetzt. Dazu habe ich von außen 40 Maschen abgezählt. Das sind in etwa 25 bis 27 cm. Und in der Mitte habe ich 55. Das habe ich euch ja am Anfang erklärt. Hier die Mitte wird gerade hoch gehäkelt und für die Mitte braucht ihr den gesamten Brustumfang durch 2 geteilt. Bei mir waren es ja 55. Und den Rest teile ich dann auf die Außenseiten auf. So, die Mitte habe ich bereits gerade hochgehäkelt, quasi einfach nur ein Quadrat. Und jetzt kommen wir zur Außenseite. Dazu nehmt ihr euch am besten 2 Marker hinzu. Ich nehme mir einen roten für die Seite mit den Abnahmen und den lilanen für die Innenseite, wo gerade hochgehäkelt wird. Also hier gerade hoch und die Außenseite. Zip, Abnahmen. Und zwar wird in jeder Reihe abgenommen, wo der rote Marker ist, und hier wo der lilane Marker ist, gehen wir ganz normal gerade hoch und wieder dann zurück und machen hier wieder die Abnahmen. Ich habe jetzt einmal die halben Stäbchen gehäkelt und hier kommt jetzt die erste Abnahme direkt. Dazu mache ich einen Umschlag, vorletzte Masche,
Dann die letzte Masche, Faden holen, der jetzt ein bisschen hängt, und häkel dann die 4 Schlaufen gemeinsam ab. Dann mache ich 2 Wände Luftmaschen, drehe und mache direkt wieder eine Abnahme, einen Umschlag in die erste Masche Faden holen, zweite Masche Faden holen und alle gemeinsam abmaschen. Wem das jetzt zu schnell war, der hat unten rechts am Bildschirmrand, zumindest vom PC aus, ein Zahnrad, da könnt ihr etwas langsamer stellen. Den Marker nicht vergessen zu setzen, denn auch hier verdreht sich die Masche mal gerne. Und dann heißt es jetzt wieder rüber häkeln zum lilanen Marker, gerade bleiben, einfach hoch mit 2 Wände Luftmaschen zurück und beim roten Marker wieder abnehmen. Und so sieht es nach 18 Reihen aus. Wenn ihr jetzt den Rücken daneben legt, seht ihr, hier ist gerade und dann können wir das hier verbinden und hier außen ist das Ganze schön schräg. Hier habe ich mit den Bubble beendet. Denn wenn wir das Ganze aufeinander legen, habe ich die Mitte mit halben Stäbchen beendet und so bleiben wir dann schön im Musterverlauf. Also hier die Bubble und hier die halben Stäbchen. Und dann können wir jetzt die Träger vernähen. So sieht die Fläche dann insgesamt aus, nachdem ich beide Seiten dann fertig gehäkelt habe. Und so sieht es dann zusammengeklappt aus. Und jetzt vernähen wir von hier außen nach innen komplett zu. Und das mit dem Matratzen- bzw. Couchstich. Und wie der geht, das zeige ich euch jetzt im Anschluss. Ich nehme den Faden doppelt und fixiere ihn mir an der Außenseite. Legt die Jacke so, dass sie auf die Innenseite schaut, also die Außenseite nach innen gelegt wird. Dann legen wir beides so ein bisschen übereinander. Orientieren könnt ihr euch an den Maschen vom kürzeren Stück. Die Bubble drehen wir einfach so ein Stück nach innen. Und dann stechen wir am hinteren Häkelstück einen halben Zentimeter, circa einer, so ungefähr in die Breite einer Masche, legen den Faden über. Dann stechen wir am vorderen Häkelstück einen halben Zentimeter ein, legen den Faden wieder über, halben Zentimeter am hinteren Häkelstück, Faden überlegen und einen halben Zentimeter am vorderen Häkelstück. Und so geht das jetzt im Wechsel, bis der Träger fertig vernäht ist. Und dann bekommt ihr so eine schöne flache Naht hin, die von außen so gut wie gar nicht sichtbar ist, da wir im Musterverlauf geblieben sind. Ich werde jetzt beide Träger noch fertig häkeln, beziehungsweise nähen. Und dann sieht das so aus. Tadam. Man sieht keinen wirklichen Übergang. Für den Ärmel beginne ich im Achselbereich und gucke dabei auf die äußere Seite der Jacke. Ich beginne mit halben Stäbchen. Denn sobald ich auf die Innenseite schaue, weil ich ja die Richtung jetzt immer wieder wechsle, muss ich die Bubble häkeln. Also Außenseite halbe Stäbchen, Innenseite Bubble. Und die erste Reihe wird jetzt erstmal wieder aus halben Stäbchen bestehen, weil wir hier die Maschen verteilen müssen. Wichtig ist auch, habt ihr die Runde fertig, einmal durchzählen, denn die gleiche Maschenanzahl müsst ihr selbstverständlich am anderen Ärmel auch verteilen. Ich schaue, dass ich hier einfach in der Breite der Masche bleibe, also nach Gefühl die Maschen verteile. Da ich hier keine Vorgaben habe. Schaut dabei, dass sich das Ganze nicht zusammenzieht, aber auch nicht zu locker wird. Immer mal einfach flach hinlegen und schauen, wie sich das verhält. Wenn möglich, in 2 Laschen einstechen.
könnt auch etwas tiefer einstechen, aber dann bekommt ihr sehr wahrscheinlich eine sehr wulstige Naht. Deswegen schaut, dass ihr oben auf dem Rand bleibt. So, also immer die Breite der Masche so ungefähr verteilen. Ich werde jetzt einmal rumhäkeln, dann sehen wir uns wieder. So, zurück. Nachdem ich meine Maschenanzahl verteilt habe, bin ich auf 57 Maschen bzw. 56 und habe noch eine 57. dazwischen gemogelt, denn auch hier muss die Maschenanzahl teilbar durch 3 sein. Wie gesagt, für den Anfang ist ganz wichtig, fangt im Achselbereich an und schaut auf die Außenseite der Jacke, verteilt eine Reihe halbe Stäbchen. Weil wir müssen jetzt wieder in jeder Reihe die Richtung wechseln, damit die Naht schön in der Mitte bleibt. Dazu allerdings, ich habe jetzt hier mit einer Kettmasche geschlossen, nachdem ich 57 halbe Stäbchen verteilt habe, drehen wir und gucken nun auf die Innenseite. Und hier war ja wichtig, auf der Innenseite werden immer die Bubble gehäkelt, damit diese schön nach außen schauen. Also dann schaue ich mal hier. Ich würde sagen, hier beginne ich mit einem Bubble, dann kommt der nächste ungefähr hier hin. Also das könnt ihr für euch jetzt aussuchen, ob ihr mit einem Bubble beginnt oder mit halbe Stäbchen. Und dann beginne ich hier ganz einfach erstmal mit einem halben Stäbchen, setze mir hier den Marker, denn das wird sich so ein bisschen zur Seite wegziehen. Daher ist es immer ganz günstig, wenn man weiß, wo man wieder schließen muss. Und danach häkel ich, wie gehabt, wieder den Bubble, danach ein halbes Stäbchen, dann wieder 3 halbe Stäbchen und so weiter und so fort, wie ihr bisher das Muster kennt. Ich habe mich hier für einen geraden Arm entschieden. Ich werde hier keine Abnahmen machen und ab hier heißt es jetzt Reihe für Reihe wieder eine Reihe mit Bubble, eine Reihe wieder normal mit halben Stäbchen. Wie gesagt, ganz wichtig, die Bubble werden immer gehäkelt, wenn ihr auf die Innenseite schaut. Deswegen auch in jeder Reihe die Richtung wieder wechseln, hin und her häkeln sozusagen. Ohne Abnahmen, ohne Zunahmen, einfach gerade, so lang wie ihr den Arm haben möchtet. Ihr könnt auch ohne ein Bündchen den Arm nachher so lassen. Dann habt ihr halt einfach einen breiten Ärmel. Oder zum Schluss, wenn ihr es drauf habt, Abnahmen machen. Ansonsten werde ich jetzt erstmal den Ärmel fertig häkeln und euch das Endergebnis zeigen. Bis gleich. So ihr Lieben, zurück. Nach 38 Reihen habe ich ca. 40 cm Ärmel dran gehäkelt und für mich reicht das und ich habe mich auch entschieden, mir kein schmales Bündchen dran zu häkeln, sondern werde einfach nur eine Abschlusskante häkeln mit einem verdrehten Rand, den ich persönlich sehr, sehr schön finde und vor allen Dingen schlicht. Dazu macht ihr eine Luftmasche, stecht ein, zieht die Schlaufen etwas nach oben und verdreht die Nadel nach hinten und mascht einfach nur ab. Nächste Masche, einstechen, Faden holen, beide Schlaufen etwas nach oben ziehen, nach hinten die Nadel verdrehen und abmaschen. Faden holen, beide Schlaufen etwas nach oben, circa einen halben Zentimeter, verdrehen und abmaschen.
Und dann bekommt ihr so einen schön verdrehten Rand. Jetzt könnt ihr euch natürlich entscheiden, wollt ihr diese geriffelte Sache, was so ein bisschen ja wie so ein Korkenzieher die Optik hat, nach außen, dann müsst ihr einfach in die andere Richtung häkeln. Oder diese etwas flachere nach außen. So, und ich mache jetzt hier die flachere nach außen, damit das schön schlicht aussieht. Jo, dann mache ich jetzt den Ärmel noch fertig und dann kommen wir zur nächsten Sequenz. Sehen die Ärmel dann am Ende aus mit einem ganz normalen Rand. Und kommen wir nun zum Kragen. Den Rand und den Kragen werde ich zusammen häkeln. Ich beginne hier unten an der Spitze und verteile erst einmal feste Maschen hoch um den Kragen herum und wieder runter. Dabei allerdings nehmt bitte immer an der Schulternaht eine Masche ab, sowohl links als auch rechts in jeder Reihe. Einfach 2 Maschen zusammen häkeln. Dadurch erreicht ihr, dass der Kragen etwas kleiner wird, denn der fällt jetzt recht weit und sitzt dadurch nachher viel besser. Ich werde jetzt einfach nur noch 4 bis 5 Reihen feste Maschen hin und her häkeln. Das wird wahrscheinlich so ein breiter Rand werden und am Ende auch noch mal eine verdrehte Abschlusskante machen wie bei den Ärmeln. Und dann ist die Jacke auch schon fertig. Und wenn ich soweit bin, zeige ich euch noch mal kurz das Endergebnis. Also, bis gleich. Nochmal einmal kurz zurück. Hier bin ich jetzt bei dem Marker oben bei der Schulterpartie. Ich nehme mir den Marker raus. So. Steche in die Masche vor dem Marker ein, hole den Faden. Steche in die Masche mit dem Marker ein und hole den Faden. Und häkel alle gemeinsam ab. So habt ihr eine Abnahme gemacht. Und auf dem Rückweg nehmt ihr hier erst die Formmarker und dann die mit dem Marker. So nehmt ihr in der einen Reihe von der Vorderseite ab und in der anderen Reihe wieder aus Richtung Kragen bzw. Nackenbereich. Und so geht es jetzt dann Runde für Runde, Reihe für Reihe, bis euch das Bündchen lang genug ist. Ich vermute mal, ich werde so 4, 5 Reihen machen. Ich schaue mal, denn ich habe jetzt noch so viel Wolle über. Und ich will ja auch gucken, dass ich das meiste verbrauche. Und halt, dass die Jacke gut sitzt. Und wenn ich mit allem fertig bin, sehen wir uns nur noch zum Endergebnis. Bis nachher. Und so sieht das Endergebnis aus. Ich würde sagen, mal was ganz anderes. Ich finde die Jacke toll. Sie trägt sich sehr gut, weil sie auch richtig schön weit und locker ist. Ich hoffe, euch hat diese Anleitung auch gefallen und ihr seid gut mitgekommen. Vergesst nicht, eure Bewertung da zu lassen, wie immer wichtig. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie in die Kommentare. Ansonsten findet ihr mich auf Facebook und Instagram. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Häkeln. Lasst die Nadeln glühen und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.